Schönen Dank, auch für die lobenden Worte. Ich muss mich erst mal davon erholen. Schönen Dank für die Einladung vor allem und für die Einladung, über ein Thema zu sprechen, das mich, wie alle hier im Raum, glaube ich, bewegt und natürlich unser aller Leben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch bewegen wird. Im Rahmen einer Woche, in der es um Europa geht, soll es hier und heute auch gehen um die Frage Teilen oder Wachsen, so bin ich gefragt worden, und wie man das in Bezug auf die Entwicklung der Welt, aber auch unseres Landes betrachten kann. Das will ich gerne tun mit ein paar einleitenden Bemerkungen, dann hoffe ich, dass wir eng und intensiv diskutieren, auch kontrovers, denn das gehört ja notwendigerweise dazu. Ich will gleich anfangen, indem ich sage, dass ich nicht so sicher bin, ob dieser Gegensatz die richtige Frage ist, teilen oder wachsen, weil, dass man teilen muss, fällt mir als Sozialdemokrat einzusehen nicht schwer, das hat ein bisschen was mit der Geschichte meiner Partei zu tun, aber dass Wachstum deshalb ausgeschlossen ist und dass es nur diese Alternative gibt, das finde ich keineswegs so selbstverständlich. Deshalb will ich das unter verschiedenen Gesichtspunkten ein bisschen erörtern und dann, wie gesagt, gern diskutieren. Vor 20, 30, 40 Jahren ist in Deutschland und nicht nur in Deutschland diskutiert worden über die Entwicklungschancen vieler Länder und Völker auf der Welt. Und es ist in den Entwicklungstheorien immer diskutiert worden, dass durch den seit 200, 250 Jahren großen Erfolg der klassischen Industrieländer, auch durch das, was als Imperialismus die Vergangenheit geprägt hat, die Entwicklungsmöglichkeiten der übrigen Welt beschränkt sind. Auch deshalb, wie viele sagen, auch deshalb, weil angesichts dieser Realität und der ökonomischen und wirtschaftlichen Dominanz der Länder des Westens anderen eine nachholende, gleiche, ähnliche Entwicklung, wie sie bei uns stattgefunden hat, nicht mehr offen steht. Wenn wir uns die Welt heute betrachten, dann muss man sagen, dass die reale ökonomische Entwicklung diese These widerlegt hat. Nicht wahrscheinlich, weil sie damals falsch war, sondern deshalb, weil neue, andere, veränderte ökonomische Umstände im Rahmen der Globalisierung dazu beigetragen haben, dass es ganz anders gekommen ist. Wir erleben so etwas wie den Wiederaufstieg Asiens. Das heißt, Länder, von denen man vor 20, 30, 40 Jahren das niemals geglaubt hätte, haben große ökonomische Erfolge. Die Entwicklung in China, in Vietnam, in Indonesien, in Malaysia, in Thailand, in vielen, vielen anderen Ländern ist viel dramatischer, was ökonomisches Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand betrifft, als man das vor einiger Zeit hätte vorhersagen mögen und sich trauen. Tatsächlich sind wahrscheinlich fast 1 Milliarde Menschen in der ganzen Welt zu etwas aufgestiegen, das man mit Fug und Recht irgendwie die Mittelschicht nennen kann. Und das bemerken wir heute an den Veränderungen von wirtschaftlichen Kräfteverhältnissen und Gegebenheiten. Meine Sicht der Dinge ist, dass es aber richtig ist, davon zu sprechen, dass es sich um einen Wiederaufstieg handelt. Denn vor dem Beginn der Industrialisierung, vor etwa 250 Jahren, je nachdem, wo man sie beginnen lassen will, vor dem Beginn der Industrialisierung war es schon einmal so, dass China zum Beispiel 20 bis 30% des Weltsozialprodukts repräsentiert hat. Ähnliches konnte man über Indien vermelden. Das gilt auch für viele, viele andere Länder. Insofern leben wir in einer Welt, in der für sehr, sehr viele plötzlich neue ökonomische Chancen entstanden sind. Auch deshalb, weil die Art und Weise unseres modernen Kapitalismus dazu beigetragen hat, dass sie alle in das, was man die wirtschaftliche Supply Chain nennt, einbezogen worden sind. Dass die Arbeitsverhältnisse und dass die Lebensverhältnisse dort überall so sind, wie wir uns das vorstellen, kann man nicht sagen. Und deshalb bleibt es eine Frage, über die wir mit großer kritischer Haltung diskutieren müssen, wie man das sicherstellen kann, dass zum Beispiel Arbeits- und Lebensbedingungen, dass Umweltbedingungen so sind, wie wir sie hierzulande richtig finden und auch weiterentwickeln wollen, weil das natürlich immer etwas damit zu tun hat, wie Menschen auf der Welt leben. Jeder von uns hat im Blick zum Beispiel die Entwicklung und die Arbeitsverhältnisse in einigen Ländern, wo Textilindustrie stattfindet. Und das ist nur ein Beispiel für unzählige andere, die man wirklich kennen muss, weil sie herzzerreißend sind und weil wir sie nicht akzeptieren können. Trotzdem, der reale ökonomische Veränderungsprozess ist dieser. Die Globalisierung hat zu einer Veränderung der ökonomischen Gewichte geführt. Und wenn es gut läuft, dann wird es irgendwann auch gelingen, dass der nächste Kontinent, den wir haben, Afrika, von dieser ökonomischen Entwicklung und von dieser Fahrt gewissermaßen auch noch berührt wird
und deshalb dort mehr und Millionen und am Ende vielleicht auch 1 Milliarde Menschen die Chance haben, ein besseres Leben zu führen, als das heute der Fall ist. Für uns hat das viele Konsequenzen, politische, zum Beispiel die, dass wir dem amerikanischen Präsidenten sehr klar sagen müssen, dass die Idee eines Unilateralismus, die Idee, dass ein Land alleine die Welt beherrschen kann, absurd ist. Aber es hat auch die Konsequenz, dass wir darüber nachdenken müssen, was bedeutet das für uns und die Lebens- und Entwicklungsmöglichkeiten hierzulande und hier in Europa. Und dass wir die Frage diskutieren müssen, was bedeutet das im Hinblick auf die Entwicklung unseres Planeten und die Emissionen von CO2 und anderen klimaschädlichen Gasen, können wir es angesichts des unglaublichen Wachstums, das in der Welt gegenwärtig stattfindet, überhaupt hinbekommen, dass die Erde ein lebenswerter Planet bleibt. Das ist nämlich keineswegs selbstverständlich. Denn um mit dem Klima anzufangen, wenn es tatsächlich so wäre, dass es überall auf der Welt allen gelingt, so gut zu leben, wie wir das heute tun, dann wäre das für das Leben auf dem Planeten und für das Klima eine fruchtbare Konsequenz, wenn sie es auf die gleiche Weise tun wie wir. Und deshalb ist die Fragestellung, die mir hier entgegengebracht worden ist und mit der ich mich auseinandersetzen teile, zunächst mal auch unter diesem Gesichtspunkt eine sehr berechtigte, weil sie letztendlich unterstellt, dass, wenn es alles so bleibt, wie es ist, keineswegs möglich ist, dass anderswo die gleichen Entwicklungen wie hierzulande stattfinden können und wenn man das nicht akzeptieren will, praktisch neu verteilt werden muss, die Zahl der Autos auf der Welt umverteilt werden muss und was weiß ich auch immer. Ich glaube, dass das aber nicht die reale Alternative ist, vor allem wenn wir verhindern wollen, dass all die fossilen Möglichkeiten, die noch genutzt werden können, aus dem Boden herausgeholt werden und in die Atmosphäre abgegeben werden. Wenn all das Öl, das Gas, die Kohle, die auf der Welt noch zu finden ist, tatsächlich genutzt werden wird, bis alle Ressourcen ausgeschöpft werden, dann geht das schief. Und darum ist die große Herausforderung, was können wir in Deutschland, was können wir in Europa, was können wir im Westen tun, damit gute Entwicklungschancen überall auf der Welt existieren und damit auch wir weitere Entwicklung für unseren Wohlstand und die Lebensverhältnisse hierzulande haben. Meines Erachtens ist die große, riesige, überhaupt nicht zu unterschätzende Aufgabe, dass wir es hinbekommen, in so kurzer Zeit wie möglich eine CO2-neutrale wirtschaftliche Kultur zu entwickeln. Und das ist schon deshalb keine kleine Aufgabe, weil alles, was unseren heutigen Wohlstand ausmacht, genau auf der Nutzung fossiler Energien beruht. Man kann sich die Industrialisierung, man kann sich den modernen Kapitalismus, man kann sich die Welt, in der wir heute leben, nicht vorstellen, ohne dass es diese massive Nutzung fossiler Ressourcen in der Vergangenheit gegeben hätte. Weil wir aber wissen, dass das nicht so weitergehen kann, ist die große Aufgabe herauszufinden, wie man davon wegkommen kann. Und deshalb finde ich ganz wichtig, dass man sich auseinandersetzt mit den Argumenten, die diejenigen, die sagen, man müsste gar nichts tun, vorbringen. Die sagen zum Beispiel, warum sollen wir in Deutschland etwas tun, wo wir doch nur 2% der Weltemissionen zu verantworten haben? Das wäre doch besser, es würde tatsächlich woanders und in anderen Orten der Welt geschehen. Meine Antwort darauf ist, erstens sind 2% gemessen an unserem Anteil in der Bevölkerung genau 1 Prozentpunkt zu viel. Aber es ist auch deshalb falsch, weil wir ja mit unseren wirtschaftlichen, technologischen und ökonomischen Möglichkeiten auch diejenigen sein können, die möglicherweise die Technologien und die Arten und Weisen des Wirtschafts entwickeln, die Klimaneutralität nicht nur bei uns möglich machen, sondern auch Technologien entwickeln, die auf der ganzen Welt eingesetzt werden können. CO2-neutrale Mobilität, CO2-neutrales Heizen, CO2-neutrale industrielle Prozesse, ob es nun die Stahlindustrie, die Chemieindustrie oder viele andere betrifft, das sind schon große Herausforderungen. Und wenn wir jetzt in Deutschland beschlossen haben, dass wir als eines der ersten Länder ab 2021 in die Bepreisung von CO2 einsteigen, die Preise jedes Jahr steigen lassen und ab Mitte der 20er Jahre, also dieses Jahrzehnts, dann einen Marktpreis bilden, der auch 100 oder 120 € pro Tonne CO2 betragen kann,
dann ist das schon ein sehr weitreichender Schritt. Wenn wir, wie ich finde, viel zu langsam unser Stromnetz so ausbauen, dass es geeignet ist, umzugehen mit erneuerbaren Energien, indem wir zum Beispiel dafür sorgen, dass Strom von der einen Ecke des Landes an die andere übertragen werden kann, dann ist das ein riesiger, milliardenschwerer Ausbau, aber auch etwas, das riesige, moderne IT-Technologien verlangt, damit wir sparsam mit diesem Netz umgehen können. Und wenn wir sagen, wir wollen die erneuerbaren Energien, Wind aus Offshore-Windanlagen und Onshore-Windanlagen, wir wollen Solartechnologie so ausbauen, dass sie mindestens 65% unseres Strombedarfs 2030 decken kann, dann bleibt das eine große technologische Herausforderung. Noch viel mehr und viel größer, noch viel mehr ist zu tun und noch viel größer ist die Aufgabe, wenn wir uns aber vergegenwärtigen, wie riesig tatsächlich die Nutzung fossiler Energien heute ist. Wir denken eben immer an das Naheliegende, ans Heizen oder ans Autofahren, aber tatsächlich sind die großen Verbraucher auch mit den industriellen Prozessen verbunden. Und deshalb muss es uns in ganz kurzer Zeit in großtechnologischer Hinsicht gelingen, dass wir Wasserstoff als die ganz moderne, große Technologie der Zukunft in unserem Land so entwickeln, dass in weltweiten Austauschbeziehungen das in den großtechnischen Dimensionen genutzt werden kann, wie wir das heute mit Öl, Gas und Kohle tun. Und weil das Klima wichtig ist, muss der Aufbau einer solchen praktisch nicht vorhandenen Industrie für diesen Maßstab und weltweite Handels- und Austauschbeziehungen innerhalb von 10 bis 15 Jahren gelingen. Nicht kleiner ist die Aufgabe und sie ist riesengroß. Trotzdem glaube ich, dass sie ein Teil der Antwort ist, die wir jetzt geben müssen. Wenn wir das aber hier tun und diese Dinge zu guten Preisen und zu vertretbaren Bedingungen hergestellt werden können, dann können auch andere das machen. Dann müssen wir den Einwohnern Indiens, den Bürgern dieser Länder in Afrika, in Lateinamerika, in anderen asiatischen Ländern, den Ländern des globalen Südens nicht sagen, dass wegen des Klimas sie auf gute Wohnung, auf Elektrizität, auf all die Annehmlichkeiten des modernen Lebens verzichten müssten, sondern können wir ihnen sagen, es gibt einen Weg, der genauso wirtschaftlich und gut ist, diese Entwicklung möglich macht, aber das Klima nicht beeinträchtigt. Das ist unsere Verantwortung und vor der dürfen wir uns nicht drücken. Insofern ist die Antwort, less gibt es nur mit more. More in Frage von technologischen Fortschritten, wie das ein gerade neu erschienenes Buch von dem amerikanischen Wissenschaftler McAfee nahelegt. Weil die Frage der Veränderung der Welt, die Entwicklung der ökonomischen Beziehungen sich ein wenig so zuträgt, wie das der von mir sehr bewunderte amerikanische Ungleichheitsforscher Branko Milanovic getan hat in seinen beiden Büchern über globale Ungleichheit und jetzt ganz neu über die Tatsache, dass selbst in den ehemals sozialistischen Ländern jetzt irgendeine Art von Kapitalismus herrscht, wird aber immer die Frage der Gerechtigkeit und der Gleichheit in dieser globalisierten Ökonomie mit aufgeworfen werden. Denn das ist ja das, was wir hierzulande gleichzeitig erleben. Ein wachsendes, ein großes Unbehagen in den reichen Ländern über all die Veränderungen, die ich eben beschrieben habe. Und dann kommt alles zusammen. Die Frage, was eigentlich passiert, wenn plötzlich nicht nur bei uns, sondern überall auf der Welt vielleicht 100 Millionen, vielleicht 500 Millionen, vielleicht 1 Milliarde Arbeitnehmer und dazugehörige Unternehmen in der Lage sind, das Gleiche zu tun wie bei uns. Ein Unbehagen, wenn man weiß, dass in Nigeria irgendwie um die Mitte dieses Jahrhunderts so viele Menschen leben werden wie in der Europäischen Union. Ein Unbehagen, wenn man weiß, dass es vielleicht 2050 10 Milliarden Einwohner auf diesem Planeten geben wird, von denen eben viele anders als in den letzten 200, 250 Jahren genauso gut sind und genauso kompetent und in vielen Fällen ähnlich ausgebildet sind wie wir, wo es staatliche Strukturen gibt, in denen man Wachstum entwickeln kann und Infrastrukturen, in denen das funktioniert. Die Antwort, die wir geben müssen, ist eine, die etwas zu tun hat mit Teilen. Nämlich, dass eine ungerechte Gesellschaft
eine mit einem ungerechten Steuersystem zum Beispiel, eine Gesellschaft, die einen Teil der Bürger beiseite lässt und sich um sie nicht kümmert, nicht darauf rechnen kann, dass sie gut zusammenhält. Und deshalb ist es meine feste, tiefe Überzeugung, dass nur eine solidarische Gesellschaft, eine Gesellschaft, die einen starken, robusten Sozialstaat hat, überhaupt in der Lage ist, mit all diesen Veränderungen umzugehen. Und sie setzt eben auch Umverteilung über ein faires Steuersystem mit voraus. Aber es bleibt nicht bei diesen Fragen, wie wir Bildungsgerechtigkeit und soziale Stabilität herstellen durch das, was wir an sozialstaatlichen Infrastrukturen haben. Es geht auch um die Frage gleichwertige Lebensverhältnisse zwischen Stadt und Land. Als ehemaliger Bürgermeister einer boomenden Metropole weiß ich, was Zuversicht ist. Viele Leute gehen dahin, übrigens schon seit Jahrhunderten, weil sie glauben, das Leben wird dort besser. Und wenn sie es erst mal dahin geschafft hat, ist schon fast alles erreicht. Aber es gibt viele Gegenden in Deutschland, bei denen das Gegenteil der Fall ist, wo die Leute weggehen, weil sie keine Zuversicht in Bezug auf die Zukunft mehr haben. Und deshalb bedeutet sich auseinandersetzen mit den Veränderungen der Welt, die ich eben beschrieben habe, auch eine gemeinsame Verantwortung zu akzeptieren für gleichwertige Lebensverhältnisse überall in unserem Land. Das heißt, wir müssen auch da, wo es boomt, dafür sorgen, dass auch anderswo die Infrastrukturen funktionieren, dass mit den Schulen gut läuft, dass die Gesundheitsversorgung gut ist und die Mobilität klappt, damit sich dort etwas entwickeln kann und Perspektiven existieren. Das heißt, wir müssen, wenn große Umbrüche und Veränderungen stattfinden, sehr klar sagen, dass das auch bedeutet, dass wir die Branchen und die dort Beschäftigten nicht alleine lassen, wie das jetzt mit der Durchsetzung von elektrifizierter Mobilität zum Beispiel im Bereich der Automobilindustrie der Fall sein wird. Beides haben wir entschieden und neben dem Ausstieg aus der Kohleverstromung und der Stilllegung von 43 Gigawatt von Kohlestrom innerhalb kurzer Zeit kommt eben auch dazu ein Programm von fast 40 Milliarden Euro, mit dem wir sicherstellen wollen, dass in den Regionen, die bisher damit ihr Geld verdient haben, auch in Zukunft noch wirtschaftlich und ansonsten etwas läuft. Oder wir haben entschieden, angesichts der Veränderungsprozessen, die die Elektrifizierung mit sich bringt, dass wir im Hinblick auf die Automobilindustrie Qualifizierungsmaßnahmen und Kurzarbeit fördern können, damit Zeit existiert, in diesen Branchen sich auf eine neue, veränderte Welt einzustellen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass Teilen und Solidarität, was ja eng miteinander zusammenhängt, unverzichtbar sind, wenn man mit diesen riesigen Veränderungen und Umbrüchen umgehen will, mit denen wir heute konfrontiert sind. Wenn ein Teil der Bürger das Gefühl hat, um sie geht es nicht oder sie werden irgendwo links oder rechts liegen gelassen, darf man nicht sich wundern, wenn sie plötzlich sagen, das war doch vorher alles ganz gut, lass uns das alles nicht machen. Und wenn sie sich dagegen stellen. Wenn wir ihnen aber sagen, wir wollen diese Veränderung angehen, wir wollen das hinkriegen, es ist eine riesige Aufgabe, aber es ist sehr wohl möglich, es mit euch zu machen und euch eine Chance zu geben, dann gibt es immerhin die Möglichkeit, dass es gelingt, ein Miteinander in der Gesellschaft auch bei diesen großen Zukunftsherausforderungen hinzubekommen. Insofern glaube ich also, dass wir mit einer zuversichtlichen Perspektive, was unsere Fähigkeit betrifft, neue Formen des Wirtschaftens und neue Technologien zu entwickeln, die es möglich machen, ein gutes Leben in der Zukunft zu haben, ohne das Klima zu schädigen und ein gutes Leben in der ganzen Welt zu haben, mit Beteiligungsmöglichkeiten für alle überall auf der Welt, die Herausforderung, die wir brauchen, um zurechtzukommen. Nicht nur, weil das eine Europawoche ist, in der wir uns jetzt hier befinden, will ich zum Schluss deshalb aber sagen, ohne Europa wird das nichts. Und das meine ich nicht so, wie das in den letzten Jahrzehnten oft auch zu Recht immer wieder betont worden ist. Deshalb, weil uns Europa Frieden gebracht hat, das hat es, die Europäische Union ist ein großes Friedensprojekt. Es ist auch ein Projekt der Demokratisierung, das es geschafft hat, dass Länder, die faschistische Diktaturen hatten, wie noch vor gar nicht so wenigen Jahrzehnten in Portugal, Spanien und Griechenland, und Länder, die eine kommunistische Herrschaft hatten im Osten Europas, Teil des demokratischen Europas geworden sind. Dass wir Freizügigkeit haben, dass wir uns bewegen und wechselseitig kennenlernen können. Sondern es ist auch wichtig, weil all das, was ich eben geschildert habe, eben voraussetzt, dass wir
mitreden können. Europa, das eine viel zu bittere Kolonialvergangenheit hat und sich viel hat zu Schulden kommen lassen, muss in dieser Hinsicht immer verstehen, dass es da auch noch was in Ordnung zu bringen gibt. Aber Europa darf deshalb kein Kontinent sein, der wie andere versucht, andere zu beherrschen. Das war das Schlimme der Vergangenheit. Aber das Europa, das ich mir vorstelle, ist eines, das dafür wirbt, dass wir eine Welt haben, die zusammenarbeitet, die multipolar ist, in der viele mitreden können und viele gute Entwicklungsmöglichkeiten haben. Das wird uns mit unseren kleinen Nationalstaaten, auch nicht mit dem Deutschen, nicht gelingen. Das kann uns nur gemeinsam in Europa gelingen. Und deshalb sind alle diese Herausforderungen, über die wir hier sprechen, welche, die voraussetzen, dass ein souveränes Europa mitredet und mitspielt und dass wir als demokratische Bürgerinnen und Bürger dieses Europa darüber mitreden können. In diesem Sinne, schönen Dank für die Einladung und ich freue mich auf die Diskussion.